Hi guys, welcome to a new video. No, it's okay. I will show you a canvas today. Oh yeah, a canvas. Problem here is, with this very small, long canvases and working on it in this portrait way, it is difficult for me to video it. Of course I can video it, but it will be so far away because I have to focus out of it when you want to see the canvas in one piece when I'm working on it. But it is in this case not that important. The focal point here will be my little house I'm just working on, and I'm using a very rough model and paste here and texture paste. It doesn't really matter. It's very rough, a lot of sand in there. That's what I was after on the whole canvas, the roughness, distress, scruffy, that's what I wanted, this old wobbly house. And so, but first I start here with my texture paste, as I said, and trying to get some lines in, lines in, and I do so by scratching it out again here with my plastic cards cut-ups. And that works. I use them because when I work in these very fine small areas, wouldn't work with a palette knife or so. That's why I use my plastic cards here and remove as much as I wanted and as much as it was necessary to get this little wobbly old house, Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein Canvas zeigen, den ich hier mache, also auf Leinwand arbeite ich. Problem ist bei diesen langen, schmalen Leinwänden ist, dass ich die, was heißt schwieriger, ich kann die natürlich filmen. Problem ist nur, um die im Ganzen zu zeigen, müsste ich ganz weit heraus zoomen. Und dann ist das alles weit weg. In dem Fall hier mit diesem Canvas ist das nicht so wichtig, weil ich mich da sehr auf das Häuschen da unten konzentriere. Und wenn ich oben weiter arbeite, nehme ich es einfach weiter runter. Und man sieht es halt immer nur stückchenweise. Aber das ist in Ordnung in diesem Fall, nicht ganz so wichtig. Ich habe hier mit meinem Häuschen angefangen, und zwar habe ich hier dieses ganz grobe Dingens genommen, Modellierpaste, und da ist ganz viel Sand drin, und das wollte ich halt. Ich wollte dieses Haus alt und schief und krumm und rough, und deswegen war das ideal. Ich habe dann so Plastikkarten, schneide ich dann auseinander, einfach um so kleinere Teile zu haben, um dann so die Linien da herauszuarbeiten. Ich habe eben Palettenmesser, das so schmal ist schwierig. Und deswegen mit diesen fein zugeschnittenen Plastikkarten funktioniert das ganz gut. So, hier jetzt auf dem oberen Teil arbeite ich mit Gesso. Das ist so ein Heavyweight Gesso, so ein ganz schweres. Im Prinzip ein ganz trockenes, da ist wenig Flüssigkeit mit drin. Das erreicht man auch mit normalem Gesso, wenn man es austrocknen lässt. Ja, wenn man es eben wenig benutzt. So. Aber wie gesagt, da habe ich dann auch Muster reingemacht mit meinen Fingern, während ich es habe trocknen lassen, einfach um auch noch mehr Textur da reinzubringen. Und jetzt gibt es eben noch ein ganz kleines bisschen mehr von dieser ganz rauen Texturpaste hier auf meinem Häuschen. You could see I put some heavy gesso on top of, or on the other parts of my canvas here. I just wanted to have more texture there, and while I was drying it, I went over with my fingers to put even more texture into it. I roughed the surface up a bit, with my fingers while it was drying. And that was, I was after roughness, distressedness, and just this wonkiness, scruffiness, not wonkiness, scruffiness. That's what I was after. I put a second layer on model and paste here, this rough one, on my house, and then after it was dry, I put some gesso on top, just that I could work better with my paint. That with the gesso, the paint wouldn't be soaked up by all this texture paste, this sandy texture paste.
and started here with it's actually it's not really important what color I use. It's only that, yeah, it looks scruffy, and that what I was after. And of course, the dark windows, they will get some frames lighter and a bit of shadows and yeah, reflections back later. But the colors are not that important. Just that it is, of course, a very distressed looking color that I'm removing quite a lot again, going over with the gesso again and again. So I'm having different layers, and I wanted to give this house the look of peeling off paint, you know what I mean, this type of house. Old, hasn't been looked after properly, and so on. So, ich habe dann hier, nachdem ich noch ein bisschen Modellierpaste da drauf gepackt habe, mit eine Schicht Gesso draufgepackt, einfach damit ich mit der Farbe wieder besser arbeiten kann und die von dieser rauen Sandpaste eben nicht so aufgesaugt wird. Und im Prinzip, wie ich gerade gesagt habe, es ist egal, welche Farben du nimmst. Für mich war es jetzt wichtig, dass ich eben diesen alten, ungepflegten Look wollte ich haben. Eben so Farbe, die schon seit Jahren hätte mal wieder erneuert werden müssen und so weiter. Deswegen, die Farbe ist völlig wurscht. Da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen, welche Farbe dieses Haus auch mal hatte. Und in meinem Fall ist es so ein bisschen rot, das durchscheint. Das Dach eben so ein bisschen braun, das noch durchscheint. Ja, und die Fenster und Türen natürlich dunkel, und dann mache ich noch ein paar Schattierungen rein mit Gesso, jetzt was heller, die Rahmen, aber eben auch dunkle, so dass dass ich eben die Tiefe bekomme mit Fenster und Türen. So. Und gehe dann weiter hier mit Schattierungen. Und ja, es ist natürlich ein abstraktes Haus. Es ist jetzt kein ja, realistisches Malen. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Definitiv nicht. Mehr so ein, ja, wie so diese alten Steinhäuser. Die kann man auch schon mal kaufen. Ich habe auch welche damals wo habe ich die gekauft? Sardinien oder so. Oder Sardinien, glaube ich, war das. Ist auch wurscht. Eben, die machen dann so kleine Häuschen. Und so sollte das eigentlich aussehen. Und ja, das Wichtigste für mich war jetzt hier so lange drauf zu arbeiten, bis es ja richtig, richtig schäbig und verfallen aussieht. Das war so mein Ziel. Ja, Schäbigkeit und Verfallenheit. Ja, es sollte einfach nicht schön aussehen. Das war das, wonach ich eben, was ich eben machen wollte, was ich erreichen wollte, genau. Yeah. So, I didn't really didn't want to have a realistic house. Of course not. It's abstract. And I was more after this look where, you can get this when you're going for holidays somewhere. Sardinia, for example. I think I got that in Sardinia, this little houses they're selling. This, made from clay or whatever it is. And they have this scruffiness look, and that's I have some houses here, and that's what I wanted to achieve. So not realistic look, just this little abstract thing. And I went on with lots of layers here just to achieve, or I stopped when I achieved the look I wanted. There's this house almost falling apart and haven't been looked after, so that's what I want. So for the background now, I used first a bit of that was what is it? I used the Titan buff, exactly, and then I went for some grey. I sprayed some water on top because I wanted to make sure that the grey gets into the depth, into this roughness, and it's difficult to get it in by painting or using the paintbrush, because I didn't want to have it that dominant in the grey. I wanted this hint of grey and a bit of
patches here and there, and that's what I just do here with patching it up. I wanted to achieve the same sort of patchy look of an old wall where paint peels off as it is on the house, you know. Ich habe dann hier den Hintergrund erst mit ein bisschen Titanbuff bearbeitet und dann mit Grau, habe erst richtig ordentlich Wasser drauf gesprüht und dann das Grau, weil ich einfach bei diesem rauen Hintergrund hätte ich so viel Farbe gebraucht, um das in die Tiefe zu kriegen. So viel wollte ich nicht. Ich wollte hier nur, dass es ein bisschen in der Tiefe ist und ein paar Stellen hier und da. Im Prinzip wollte ich im Hintergrund den gleichen Effekt erreichen wie eben auf dieser Mauer von dem alten Haus. Es sollte alt aussehen, vernachlässigt, eben wo die Farbe dann noch abblättert, und das sollte dann auch der Hintergrund sein. Darum einfach nur so ein bisschen von dem Grau und so ein paar dunklere Stellen hier und da. So hier auf dem Haus, da mache ich noch ein bisschen Feinarbeiten mit Braun hier und da, wo eben so auch das Regenwasser runterläuft und ja, you know, I touched the house up with brown a bit, you know, having this places at the windows where the rain drops down all the time and wears the wall out, and you get this brown patches. So bit of white gesso with a brayer here on top of my background. Ich habe dann hier mit der Farbrolle hier noch ein bisschen von dem Gesso aufgebracht in weiß, weil auf diesem rauen Hintergrund ist es mit der Farbrolle sehr gut, weil die kommt eben nicht überall hin, nur da, wo die Stellen erhaben sind. Das gibt immer einen schönen Effekt. Das ist also der Effekt, den ich eigentlich sehr gerne habe. Und hier unter dem Haus, natürlich wollte ich dem Haus so einen Untergrund geben, wo es dann drauf steht. Das sollte hier nicht in der Luft hängen. Deswegen noch ein bisschen mehr Grau, noch ein bisschen mehr Braun. Und dann deutlich noch so ein bisschen einen ausgetretenen Pfad an der Tür führt. Und dann ist das, glaube ich, so größtenteils, ich glaube, mache ich noch was anderes? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. So, you know, I ground the house here with some grey and brown. And what I will do here, a bit of highlights just to give a hint of this trample path where people went into the house over the decades, and I don't know how old this house is. So that's what happens, what you have in front of your house when, like you have on carpets, you know, when you're always walking the same way. So, and of course I will get some grey on the edges here around, but that's it. Ja, klar, wie ihr seht hier jetzt noch schön die Seiten, die ich mit dem Grau noch verpinsele, aber das war's dann. Und jetzt kommt dann schon das Close-Up, das natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, dadurch, dass ich nach oben hin nicht so viel Platz habe, um das weiter hochzuschieben. Deswegen werdet ihr das dann schräg sehen, aber das ist kein Thema. So, this is the close-up already, and it's because of the lack of place on top, can't push it further up, so I will show it in this angle, but I think it doesn't really matter. You will see what you need to see, and of course at the end you will have the photos. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And yeah, I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful out there, guys. Stay healthy and never forget, stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst niemals, immer schön kreativ zu bleiben. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.